Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal MJ Wilimir. Dieses Video drehe ich, weil ich sozusagen herausgefordert wurde. Nein, so ist es gar nicht. Aber Kai, mit dem ich ja auch unter anderem zusammen Podcast mache, hat zuletzt auf dem Kanal MJJ Reviews ein Video gedreht zu Michael Jackson Picture Discs und mich am Ende dazu aufgefordert, doch auch so ein Video zu machen und sowas zu zeigen. Und das werde ich mir natürlich nicht zweimal sagen, deswegen habe ich mich direkt jetzt hingesetzt und all meine Picture Discs hier zusammengesammelt. Und welche ich habe, zeige ich euch gleich direkt nach dem Intro. Picture Discs waren nie so wirklich Fokus meiner Sammlung, deswegen habe ich dann nie gezielt irgendwie alle, die es von einem Album gibt, etc. gesammelt. Aber ich hatte mal eine kurze Phase, wo ich mich doch ziemlich für die interessiert habe und deswegen habe ich dann zu der Phase einige gekauft. Und die zeige ich euch jetzt auch. Kai hatte das hier auf die Bad-Ära beschränkt und ich zeige euch aber jetzt einfach alle, die ich habe, dann haben wir es einmal abgehakt sozusagen. Jetzt habe ich die schon in so einer wirren Reihenfolge auf dem Tisch liegen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit den vom Thriller-Album. Und da geht's los mit diesem Exemplar hier aus dem UK. Das Besondere ist ein bisschen, dass das ja gar nicht das Cover-Artwork vom Thriller-Album ist, was hier drauf ist. Bei den meisten Picture-Schallplatten von Michael ist es schon so, dass dann auch das normale Cover-Artwork hier vorne drauf ist. Hier ist es nicht der Fall. Bei dieser Pressung aus dem UK, hier ist so ein anderes Bild drauf, was aber auch, finde ich, ziemlich schön ist. Hätte auch das Thriller Cover Artwork sein können eigentlich. Und die Rückseite sieht so aus. Hier sieht man dann in der Mitte nochmal so richtig eckig, wie als wäre es das normale Albumcover. Das Cover, das Artwork vom Thriller-Album und die Tracklist. Hier sind also auch ganz normal die Tracks, die insgesamt 9 Tracks vom Thriller-Album drauf. Die habe ich mal in einem Plattenladen in Hamburg gekauft. Ich glaube, 30 € hat mich das gekostet, was ein okayer Preis ist für sowas. Also die meisten von denen, die ihr heute seht, kosten auch nicht viel mehr. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Eigentlich heißt es immer, die werden in kleineren Auflagen produziert als das normale Album. Gut, das ist natürlich auf jeden Fall auch der Fall. Aber bei Michael Jackson wahrscheinlich immer noch so große Auflagen, dass man da jetzt nicht bei den meisten Pressungen Hunderte von Euro ausgeben müsste. Als zweites habe ich noch eine besondere Pressung, nämlich eine Pressung aus Japan vom Thriller-Album auf Picture Disc. Ich nehme jetzt nicht aus dieser Folie raus. Das Besondere ist, dass anders als bei den meisten anderen Picture-Schallplatten hier auch ein richtiges Cover dabei ist. Naja, es hat in der Mitte zwar eine Aussparung, wo man dann die Picture-Schallplatte durchsieht, aber zumindest von der Rückseite sieht man, dass es eigentlich so ähnlich ist wie bei einer normalen Vinylpressung von Thriller. Wir haben hier auch einen Obi-Streifen, wie es typisch ist für japanische Releases. Und jetzt nehme ich die Platte mal raus. Die ist hier noch mehrfach eingepackt, aber hier ist sie. Hier gibt es nochmal ein anderes Cover-Artwork. Und insbesondere auch nicht das normale vom Thriller-Album. Ich finde es aber tatsächlich sehr, sehr cool und ich finde auch eigentlich dieses Konzept ganz cool, dass noch dieser Rahmen drumherum ist, dieser rote. Gefällt mir also ausgesprochen gut. Ich habe das Gefühl, die glänzt auch irgendwie nochmal anders als die andere, die ihr gerade gesehen habt. Und die Rückseite sieht so aus. Auch hier nochmal das normale Cover-Artwork von Thriller und die Tracklist zu dem Album. Mehr zum normalen Thriller-Album, sag ich mal, habe ich auch gar nicht mehr. Das liegt einfach daran, dass es auch nicht so wahnsinnig viele Pressungen auf Picture Vinyl gibt. Und wie gesagt, ich aber nie gezielt dieses Set gesammelt habe. Aber die Thriller 25 Picture Disc kann ich euch noch zeigen. Auch die habe ich mal in einem Plattenladen gekauft, aber auch irgendwie eher so ein spontaner Gelegenheitskauf und nicht irgendwie gezielt im Internet danach gesucht. Auch die nehme ich nochmal raus. Die hat auch wie alle 2 Seiten und hier aber wirklich 2 Picture-Seiten und nicht eine, wo hauptsächlich die Tracklist drauf zu sehen ist. Das hier ist die Vorderseite sozusagen, nämlich dieses Zombie-Cover von Thriller, was ich echt nochmal richtig cool finde aus dem Thriller-Video. Und die Rückseite ist dann das andere Thriller 25 Cover, auch mit dem entsprechenden Schriftzug, aber ansonsten eben dem normalen Cover-Artwork des Thriller-Albums. Mit dabei ist dann hier auch noch so ein Zettel, so ein Sheet, und wo auch nochmal die Tracklist hier zu sehen ist und eben auch noch ein paar schöne Bilder. Insgesamt also auch dieses eine sehr coole Picture-Vinyl.
Ich würde sagen, wir machen mal direkt weiter mit dem Bad-Album. Und hier kann ich, da muss ich erstmal ein bisschen rumkramen, aber da kann ich zuallererst auch eine zeigen, die Kai schon gezeigt hat, nämlich diese Pepsi Presents Promo-Schallplatte. Die hat, wie gesagt, diese Plastikhülle noch drumherum, wo dann eben halt Pepsi Promo drauf ist und die Schallplatte sieht wieder relativ normal aus. Also hier ist das Bad-Album Cover Artwork. Bei Bad ist es so, dass die immer das Cover Artwork genommen haben, anders als bei Thriller. Und die Rückseite ist irgendwie cool. So 3 Michaels, die dann an den Füßen so zusammen gemacht sind. Sieht wahrscheinlich auch ganz cool aus, wenn man das dann so auf dem Plattenteller hat und sich das dreht. An der Schallplatte ist, glaube ich, nichts anders als bei der kommerziellen Version, die in Europa veröffentlicht wurde, beziehungsweise halt eine der kommerziellen Versionen. Das heißt, man kann die auch, wenn man diese Hülle nicht hat, halt nicht von dieser Promo-Version unterscheiden, sondern eben nur, wenn diese Promo-Hülle dabei ist. Und dann seht ihr hier direkt die nächste Picture-Schallplatte. Und jetzt wundert ihr euch, warum hat der die denn in so einer Hülle drin? Ja, das liegt daran, dass es die gleiche ist, die Kai auch gezeigt hat, die aus den USA, die fast immer total vergilbt ist. Bei mir sieht man das tatsächlich auch so ein bisschen am Rand, hier auf der einen Seite. Das liegt tatsächlich daran, dass die so vergilben, dass, ja, wie auch Kai schon gesagt hat, das irgendwie schlechtes Material ist. Aber insbesondere passiert das halt, wenn diese Picture-Schallplatten Sonnenstrahlung ausgesetzt sind. Also die UV-Strahlen aus der Sonne, die bewirken, dass das Cover dann vergilbt. Das ist auch generell bei aller Art von Sammlerstücken so. Das heißt, man sollte immer aufpassen, dass man die, wenn man die in seinem Zimmer irgendwie hinstellt, dass die Sonne da nicht so direkt drauf scheint. Bei dieser Schallplatte aus den USA ist es aber ganz besonders schlimm. Also da ist die halt, wie ihr bei Kai gesehen habt, das total vergilbt. Und bei mir ist das Glück, dass die Person, der die Schallplatte vorher gehört hat, die halt nur mal so hier links und rechts aus dem Regal hat gucken lassen wahrscheinlich, die aber insgesamt nie der Sonne ausgesetzt war. Deswegen ist die bei mir noch schön weiß. Und damit das auch so bleibt, habe ich die in diesem Pappcover immer verwahrt. Auf der Rückseite sieht die auch wieder genauso aus wie die ihr vorhin gesehen habt, die mit Pepsi. Bin also echt irgendwie froh, dass ich die hier in so einem guten Zustand habe. Das heißt, so Zustand im Sinne von, dass die halt nicht vergilbt ist, weil man die tatsächlich in den allermeisten Fällen nur in dieser vergilbten Version findet. Und damit hier auch nichts weiter passiert, werde ich die mal auf jeden Fall direkt wieder zurück in dieses Cover reintun. Dann habe ich hier noch eine in Europa erschienene Version von dem Bad-Album. Also auch nichts wirklich anderes als bei dieser Pepsi-Version, die ihr gerade gesehen habt. Die war also sehr ähnlich. Hier auch nochmal die Rückseite. Wo ich die her, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall auch das eine coole Version. Und genau wie wir es gerade schon bei Thriller hatten, auch hier nochmal die Bad 25-Version von dem Bad-Album. Die ist tatsächlich sehr ähnlich wie die Thriller-Version, in dem Sinne, dass hier auch noch so ein Zettel hier hinten drin ist, wo die Tracks zumindest draufstehen. Die Lyrics stehen hier allerdings nicht drauf, anders als bei Thriller. Und die kriegt man echt sehr, sehr schwer hier raus. Muss ich einmal kurz hier mit ein bisschen Geduld das hier rausfriemeln. So, jetzt ist sie aber da. Hier also das alternative Cover Artwork für Bad, was für Bad 25 verwendet wurde. Und auf der Rückseite sieht man nur noch ganz groß Bad 25, dieses Logo. Muss ich sagen, das finde ich bei Thriller doch deutlich cooler, dass man da noch einfach ein anderes Cover genommen hat und nicht einfach nur dieses Logo. Also ich will nicht sagen, es gefällt mir nicht, aber es ist halt nicht ganz so cool wie eben bei Thriller. Aber egal, trotzdem eine coole Picture-Vinyl und die letzte aus dieser Bad-Serie, die ich euch zeigen wollte. So, mit den Alben habe ich es erstmal abgehakt tatsächlich. Also es gibt ganz seltene Dangerous Picture-Vinyl-Pressungen und zu History kam zumindest halt zur Zeit der Veröffentlichung des Albums, genauso wie zu Invincible und zu Blood on the Dance Floor, höchstens inoffizielle Pressungen raus. Beziehungsweise bei History gibt es noch irgendwie so eine ganz seltene, glaube ich. Aber eben keine, die für mich erschwinglich wäre. Und deswegen sind wir damit jetzt schon durch. Ich kann euch aber noch ein paar weitere Picture-Schallplatten zeigen, bevor wir gleich auch noch zur Diamond-Box kommen. Als erstes wäre das diese hier. Und die ist quadratisch, also eine ganz komische Form für eine Schallplatte. Das ist so eine
eine sogenannte Shaped Picture Disc. Die wurde also so zugeschnitten. Es gibt auch ganz seltene Versionen, wo hier der Rand noch zu sehen ist. Der ist transparent. Also im Prinzip eine runde Schallplatte, wo das dann am Ende ausgeschnitten wurde. Eine Single von Man in the Mirror aus dem UK. Die ist tatsächlich relativ schwierig zu finden. Habe ich mal irgendwie für 50 € irgendwo und irgendwann gekauft. Ja, auf der Rückseite seht ihr schon die Tracklist und auch ein Barcode und sowas, weil die auch nicht noch in der Hülle kamen, wo ein Barcode drauf gewesen wäre, sondern die war dann einfach nur so eingepackt. Und auf der Vorderseite das Cover-Artwork von Man in the Mirror. Auf jeden Fall eine sehr coole Single, weil auch das Cover-Artwork hier sehr schön ist. Michael hat einen sehr ausdrucksstarken Blick und das, finde ich, kann man sich sehr schön hinstellen. Um nochmal mit Singles weiterzumachen, da gibt es noch die One More Chance Picture Schallplatte. Die ist 2003 erschienen, zusammen mit der Number Ones Compilation. Also ist eine Single-Auskopplung von der Number Ones Compilation. Hier haben wir auf der Vorderseite Michaels tanzende Füße. Also das ist dieses aus diesem Thriller-Ära Cover-Artwork von Number Ones. Und auf der Rückseite ist die Bad-Figur von Michael. Das finde ich ist ein super cooles Bild. Also finde ich nochmal cooler als das hier. Die ist limitiert. Also bei mir steht irgendwie so eine Nummer 7000 irgendwas. Ich weiß nicht, auf welche Zahl die limitiert ist. Also würde mal sagen mindestens 10.000, aber vielleicht sind es auch mehr. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Auf jeden Fall relativ einfach zu finden, im UK veröffentlicht und auf jeden Fall eine Empfehlung, weil das wirklich ein Hingucker ist, finde ich. Vielleicht noch kurz zu den Tracks, die hier drauf sind. Auf der A-Seite die Albumversion von One More Chance und auf der Rückseite könnte man jetzt denken, wäre irgendwie, keine Ahnung, diese Ben-Live-Version drauf oder irgendwie sonstiges, was mit Number Ones in Verbindung steht. Nein, da ist einfach die Albumversion von Billie Jean drauf. Ein bisschen random, aber da Picture-Schallplatten ja sowieso eher dafür da sind, sich die anzugucken. Also ich würde euch nicht empfehlen, die abzuspielen, weil die erstens nicht gut klingen und zweitens auch sie einfach schnell abnutzen. Deswegen sind das eher so Hingucker und nicht zum Hören und deswegen sind die Tracks da drauf ja im Prinzip auch egal. Eine Platte hätte ich fast vergessen, die habe ich jetzt gerade noch kurz während der Aufnahme rausgekramt. Das ist diese Picture Disc von der You Can't Win Single. Die finde ich auch sehr schön. Also die Vorderseite eigentlich gar nicht so, weil man nur so einen kleinen Michael sieht. Aber die Rückseite ist nochmal viel, viel cooler, weil da sieht man Michael nochmal in größer. Und vor allem auch nochmal den Off-the-Wall-Ära Michael. Der ist ja zuletzt irgendwie eher unterrepräsentiert gewesen. Diese Single ist zusammen mit einer bestimmten UK-Version des Off-the-Wall-Albums rausgekommen. Also die lag sozusagen bei, so als Add-on. Ich glaube, die wurde auch wirklich nur in diesem Kontext veröffentlicht und nicht irgendwann nicht separat im Handel. Das bin ich mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls findet man die hauptsächlich halt lose. Und da muss man eigentlich auch nicht so viel dafür ausgeben. Ist also noch eine schöne Sache, auch nochmal so eine 7 Zoll Picture Disc zu haben. Während die Man in the Mirror ja gerade schon etwas kleiner war als die normalen 12 Zoll Singles, ist die halt noch ein bisschen kleiner. So, dann zeige ich euch noch eine inoffizielle Picture Disc. Also es gibt sehr, sehr viele inoffizielle Picture Discs. Das ist, glaube ich, was man halt relativ gut auch noch verkauft kriegt. Also so eine normale Pressung des Bad-Albums als Bootleg oder so, das kauft, glaube ich, keiner. Warum sollte man das auch tun? Da sind es doch eher die Sachen, wo man dann noch mal irgendwie einen Mehrwert hat als Fan. Ich habe aber irgendwie kaum welche von denen, weil ich mich einfach nicht so für Bootlegs interessiere. Also für mich sind die einfach irgendwie nichts wert, ehrlich gesagt. Also gerade wenn die dann auch irgendwie teuer sind, bin ich einfach nicht bereit, da Geld für auszugeben. Aber die hier habe ich mal gekauft. Die habe ich auch mal günstig irgendwo gefunden, auch in einem Plattenladen. Eine ganz coole Sache. Auf der Rückseite sieht man unter anderem nackte Das ist mir jetzt gerade zum ersten Mal aufgefallen. Ich glaube, Marilyn Monroe ist das, die da zu sehen ist. Das ist eine Interview-Disc. Nee, stimmt gar nicht. Das ist eine Biografie-Disc. The Story of Michael Jackson. Und die findet man wirklich sehr, sehr günstig. Also ich glaube, ich habe die mal für 10 € oder so in einem Plattenladen auch gekauft. Ist auch keine Bootleg im klassischen Sinne, weil da keine Musik illegal drauf veröffentlicht wurde, sondern, naja, jeder ist dazu berechtigt, eine Michael Jackson Story irgendwie aufzunehmen und die dann zu veröffentlichen. Also wir könnten ja auch von unserem Podcast oder so das auf Vinyl pressen und kommerziell verkaufen. Da könnten wir da auch irgendwie Michael Jackson Podcast draufschreiben, aber es wäre trotzdem nicht illegal und deswegen auch keine Bootleg. Ich habe noch nie reingehört.
Ist ja auch klar, Picture Discs hört man ja auch nicht. Aber man kann sich die sehr schön ansehen. Sind zwei sehr schöne Thriller-Ära-Bilder von Michael drauf. Ich erinnere mich, dass ich die sogar mal für eine ganz kurze Zeit zweimal hatte, weil ich irgendwie die von beiden Seiten so schön fand und die dann irgendwie von beiden Seiten gleichzeitig an der Wand hängen haben wollte. Das habe ich aber nicht mehr. Die eine habe ich dann verkauft und jetzt nur noch die eine. Da war ich mir noch nicht mehr sicher, ob ich die überhaupt noch habe oder ob ich die nicht mal irgendwann wieder verkauft habe. Aber offensichtlich habe ich sie noch. Wenn man also Spaß an Picture-Schallplatten hat, dann kann man doch ruhig auch, finde ich, zu der greifen, weil die halt keine Bootleg ist, halt trotzdem inoffiziell ist, aber insbesondere halt schön aussieht und für kleines Geld zu haben ist. Bevor wir, wie versprochen, die Diamond Collection besprechen, habe ich hier noch was, das sollte hier nicht rausfallen eigentlich, da muss ich ein bisschen aufpassen, was ganz Besonderes, nämlich das sogenannte Souvenir Singles Pack. Und das sind 5, wieder, so wie gerade bei Man in the Mirror, ausgeschnittene Picture-Schallplatten, die eckig sind. Und das hier unten rechts ist ein Booklet, das ist also keine 6. Picture-Disc. Und hier auf der Rückseite kann man auch sehen, dass das tatsächlich einfach die Singles sind, also 5 Singles sind, die zum Bad-Album veröffentlicht wurden. Nämlich I Just Can't Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror und Dirty Diana. Und das finde ich ist ein sehr cooles Konzept, dass man hier insgesamt dann so ein großes Bild von Michael sieht auf der Bad Tour. Und auf der Tour wurde es, glaube ich, auch verkauft. Dieses Set ist deutlich schwieriger zu finden. Das habe ich aber auch schon ganz lange, weil ich auch da mal sehr großes Glück hatte und das mal sehr günstig gekauft habe. Das hängt bei mir tatsächlich auch schon seit Jahren an der Wand und ja, ist vielleicht von diesen ganzen Picture-Disc-Sachen von heute mein Lieblingssammlerstück. So, jetzt aber endlich zur Diamond Collection. Das ist ein wirklich super cooles Sammlerstück. Eine der wenigen guten Sachen, die der Estate in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hat. Naja, was heißt in den letzten Jahren? Das ist halt schon wieder 6 Jahre her. Das war zu Michaels 60. Geburtstag. Da hat der Estate gedacht, wir geben denen zwar keine neue Musik, finde ich doof, ne? Also hätte ich gerne gehabt. Aber wir machen es einfach so, wir veröffentlichen alle Studioalben von Michael. Also Up Off the Wall, Thriller Bad, Dangerous, History und Invincible nochmal auf Picture-Vinyl. Die wurden dann auch einzeln verkauft und sind auch heute oft noch verfügbar. Also die findet man immer noch, auch im stationären Handel. Die wurden dann aber alle auch nochmal zusammen in so einer limitierten Sammlerbox veröffentlicht. Und die ist wirklich schön gemacht. Also man sieht hier diese Krone mit den Diamanten. Also Diamant, das ist irgendwie das 60. Jubiläum. Ist mit diesem Edelstein verbunden. Eben Michaels 60. Geburtstag. Die Rückseite ist komplett schwarz gehalten. Man sieht nur hier unten so eingraviert mit Silber eine Nummer. Ich habe die Boxnummer 226. Jetzt frag mich nicht mehr, auf wie viele die limitiert war. Ich weiß nur noch, dass es sehr, sehr wenige waren. Also es kann sein, dass es nur 1000 Stück waren oder so. Die waren auf jeden Fall relativ schnell vergriffen. Und ich bin weiterhin wahnsinnig froh, dass ich damals das Geld in die Hand genommen habe. Und die war auch ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig teuer. Also, na gut, lass die vielleicht um die 200 Euro gekostet haben. Aber das finde ich für so eine Box, wo halt wirklich so viel drin ist, eigentlich relativ erschwinglich. Ich glaube, es war zumindest günstiger, als hätte man sich die ganzen Platten einzeln im Handel gekauft. Ich weiß noch, dass die günstiger gemacht haben. Also die war erst ein bisschen teurer im offiziellen Shop und dann habe ich noch gesagt, nee, come on, das bin ich jetzt nicht bereit zu zahlen. Und weil das wohl zu viele gedacht haben, haben die ein bisschen günstiger gemacht und deswegen habe ich dann zugeschlagen und bin froh, dass ich das getan habe. Ich nehme die hier mal raus. Also so sieht dann die Box aus, ohne diese Plastikhülle drumherum. Und wenn man die dann aufmacht, dann sind da eben Michaels ganze Alben als Picture-Schallplatten drin. Das wäre dann einmal Off the Wall. Ich nehme die jetzt tatsächlich nicht hier nochmal raus, um euch die Rückseite zu zeigen, weil das Video auch schon so lange geht. Aber hier ist das Off the Wall-Album. Okay, die Reihenfolge ist hier nicht richtig, egal. Das Invincible-Album als nächstes. Das sind 2 Picture-Schallplatten. Und ihr seht schon hier, das ist blau. Und die 4 Seiten insgesamt von den 2 Schallplatten sind halt in den 4 Farbvarianten des Invincible-Albums. Das heißt, es gibt noch eine grüne Seite, eine orangene Seite und eine rote Seite. Dann haben wir hier das Thriller-Album, das ist nur eine LP. Das Bad-Album, die hat Kai ja zuletzt nochmal genauer gezeigt. Obwohl das hier tatsächlich, hier unten sieht man es,
Das ist eine US-amerikanische Pressung, also aus dieser Box sind alle Pressungen US-amerikanisch. Die kann man von den europäischen daran unterscheiden, dass hier hinter noch so ein Sony Music Logo ist, was bei den US-Pressungen nicht ist. Das heißt, Kai hat euch die europäische gezeigt, das hier ist die US-amerikanische Version, die in dieser Box drin ist. Dann haben wir noch das Dangerous-Album. Super cool, bin ich richtig froh, dass das auch offiziell dann auf Picture Disc rausgekommen ist und man nicht diese super teuren Pressungen kaufen muss aus den 90ern. Das waren auch 2 Schallplatten und zuletzt noch das History-Album. Hier kann ich zumindest noch einmal aufklappen, wo dieser Sticker hier lose ist. Genau. Also das auch noch. Insgesamt wirklich eine richtig coole Box, die, wenn man die heute haben möchte, sehr, sehr teuer geworden ist. Das gehört auf jeden Fall zu den Sammlerstücken, wo man froh sein kann, wenn man das gekauft hat, als es released wurde. Manche Sachen werden ja günstiger mit der Zeit. Das gilt leider nicht für diese limitierte Box. Ja, You Can Win habe ich schon gesagt, dass ich die fast vergessen hätte, aber die habe ich ganz vergessen. Die habe ich jetzt erst gefunden, als ich eine andere wieder zurücktun wollte. Und dann war die genau dahinter. Komplett vergessen. Als großer This Is It-Fan habe ich mir mal diese Picture-Schallplatten, die inoffiziell sind, besorgt. Das sind sogar 2. Das hier ist die erste mit dem normalen Artwork. Auf der Rückseite sieht man dann die Tracks. Könnt ihr jetzt hier sehen, blende ich nicht nochmal separat ein. Und die andere von den beiden hat das andere Cover-Artwork von This Is It, was man auch auf Disc 2 von den DVDs zum Beispiel sehen kann. Also diese andere Silhouette mit diesen Konzertbildern gefüllt. Und auf der Rückseite sieht man dann abermals, also nochmal ein anderes Bild aus den Proben. Und dann hier nochmal die Tracks. Und weil hier unten jeweils ein Barcode ist und auch Sony Music Logos und so weiter und so ganz klein gedruckte Credits, bin ich halt davon ausgegangen, dass die offiziell wären. Beziehungsweise gab es da, glaube ich, generell in der Fan-Community halt Kontroversen, ob die offiziell sind oder nicht. Inzwischen ist eigentlich ziemlich klar, also nicht eigentlich, inzwischen ist klar, dass die halt inoffiziell sind. Und wenn ich das damals schon gewusst, hätte ich mir die auch nicht gekauft. Da habe ich da tatsächlich teilweise richtig Geld für ausgegeben, also irgendwie 30 Euro pro Stück. Das würde ich jetzt nicht mehr machen. Aber jetzt, wo ich sie schon mal habe ich sie halt auch behalten, weil ich halt weiterhin finde, dass die echt cool aussehen. Und ich wünsche mir ein bisschen, die wären inoffiziell, aber das sind sie leider nicht. Ein bisschen traurig. Und noch eine hatte ich vergessen, die habe ich noch viel mehr vergessen. Die ist mir jetzt während des Schnitts erst aufgefallen. Die stand ich jetzt ganz am Ende rein, wo das Video eigentlich schon fertig geschnitten ist. The Girl Is Mine von Michael Jackson zusammen mit Paul McCartney, auch aus dem UK. Dort sind irgendwie viele Picture Discs erschienen, wenn ich mir mal gerade so Gedanken drüber mache. Hier haben wir ganz normal The Girl Is Mine, sowie auf der B-Seite Can't Get Out of the Rain drauf, wie es bei The Girl Is Mine Singlen auch normal und üblich ist. Und warum ich die vergessen habe, habe ich überhaupt keine Ahnung. Die ist eigentlich total cool. Auch nochmal eine 7 Zoll Single. So, aber jetzt haben wir es wirklich, also wenn ich jetzt noch eine finde, dann schneide ich die auch nicht mehr rein. Irgendwann muss das Video ja auch mal fertig werden. Mensch, ich habe anfangs gesagt, dass ich gar nicht so viele Schallplatten, also Picture-Schallplatten habe. Und jetzt waren es doch einige, die ich euch gezeigt habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mich interessiert sehr, was für Picture-Schallplatten ihr habt und auch, was eigentlich eure Meinung zu inoffiziell oder als Bootleg erschienenen Picture-Schallplatten ist. Ich habe ja schon gesagt, ich bin da nicht so ein Fan von. Wenn ich mal ganz günstig zum Beispiel die von Ghost sehen würde, die inoffizielle, dann würde ich die vielleicht mal mitnehmen. Aber das wäre auch wirklich eine Ausnahme, da finde ich halt das Artwork so cool. Insgesamt bin ich da kein Fan von, aber von den offiziellen bin ich eigentlich schon Fan. Da habe ich inzwischen halt so viele, dass ich damit zufrieden bin und irgendwie keine weiteren brauche. Schreibt mal in die Kommentare, wie es für euch ist. Ansonsten abonniert unbedingt meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Das freut mich sehr. Genauso freut es mich, wenn ihr meinem Video einen Daumen hoch gebt. Und bis zu meinem nächsten Video wünsche ich euch eine schöne Zeit. Schaut unbedingt noch in das Video von Kai rein, falls noch nicht geschehen. Und ich sag bis dann.